Willkommen bei So geht Trockenbau. Wie man einen Trockenbauwand verspachtelt und verfugt, will ich euch zeigen. Hallo, ich bin Adi, Vorführmeister bei Knauf für Spachtelmassen und Putze. Ich zeige euch heute die Verspachtelung der Gipsplatten mit allem, was dazugehört. So, was brauchen wir zum Verspachteln? Als erster eine Gipsspachtelmasse. Wir verwenden jetzt Roal, eine vergütete, hochwertige Spachtelmasse für alle Anwendungsbereiche. Des Weiteren brauchen wir ein Akkugerät mit einem Gewirl, eine kleine Traufel, man braucht eine kleine Spachtel, man braucht eine Schraubgriffspachtel, man braucht einen Bewehrungsstreifen. Es gibt einen Gitter, es gibt einen Glasvlies für die Fugen, um die Risse zu vermindern. Zusätzlich brauchen wir für die Kantenausbildung einen Alu-Kantenschutz 25-25, dazu eine Schere zum Schneiden und zusätzlich noch ein Schleifgitter für diverse Grade. Zum Schluss noch einen Spachteleimer, damit man das Material anrühren kann. Wenn ich einen 5 Kilo Sack habe, circa mit 3 Liter Wasser zu 5 Kilo Material, ist das richtige Mischverhältnis. Wichtig beim Anrühren, langsam einstreuen, langsam beginnen. Wir streuen das Material kurz bis zur Wasseroberlinie. Und jetzt brauchen wir eine Minute Zeit, dass das Material sich ein bisschen anweichen kann, um die Knollen zu verhindern. So lange rühren, bis die Konsistenz erreicht ist. Wenn wir länger rühren, dann wird das Material zu Tode gerührt. Und dann gibt es Probleme in der Fuge, weil die Konsistenz einfach zu dünn ist. Am besten ist zu erkennen, schau her mal, da sieht man solche von Gewirl, diese Rillen. Ich fahre mal da rum, ja. Siehst du? Und da kann man genau erkennen, dass das passt. So, wir beginnen mit dem Gitterstreifen, selbstklebend. Das ist ein Vorteil, den kann man vorkleben und dann auf einmal spachteln. Das ist der Vorteil von einem Gitterstreifen, sowie auch an der Querfuge kann ich das Ganze auf einmal machen. Man rollt ihn einfach aus und drückt ihn an. Fertig. Man kann einen Fehler machen beim Gitterstreifen, wenn man nicht die richtige Technik anwendet. Viele ziehen einfach nur nach oben, das ist ein Fehler. Man sieht kein Material. Richtig ist, wenn man das Material durch das Gitter presst. Und jetzt ziehe ich nochmal da. Und jetzt sieht man, die Fuge ist gefüllt. Sie ist etwas mehr Arbeit. So ist jetzt die Fuge richtig verarbeitet. Jetzt zur Querfuge. Bei der Querfuge habe ich den Vorteil beim Gitter, ich kann das auf einmal spachteln. Das heißt, wiederum durchpressen und einfach ausziehen.
Fertig. Okay, das Verfugen der Schrauben. Fertig. Nächster Schritt ist Glasvlies. Wenn wir mit Glasvlies arbeiten, müssen wir diese Querfugen zuerst vorspachteln. Einfach das Material reindrücken. Fertig. Jetzt ist wichtig, das muss trocknen und erst wenn es getrocknet ist, darf ich mein Glasvlies einlegen. In der Werksfuge kann ich das gleich machen. Und das zeige ich jetzt vor. Hier fülle ich das Material von unten nach oben und lege mein Glasvlies von oben nach unten ein. Einfach die Fuge füllen. Und jetzt nimmt man den Glasvlies . Und bettet ihn ein. Fertig. Wir beginnen jetzt mit der Anschlussfuge zum Drainfix. Wenn man einen Gitterstreifen nimmt, der ist nicht geeignet. Warum ist er nicht geeignet? Er hat keinen geschlossenen Rand. Durch das Gitter hat er immer seine Zacken. Glasvlies hat eine geschlossene Kante und somit kann ich perfekt stumpf zum Drainfix spachteln. So, wir beginnen den Vorlegen. Jetzt den Glasvlies bis zum Drainfix schieben. Dann einfach wieder andrücken und den nächsten Meter. Das Glasvlies nehmen, ganz zum Drainfix. Und anpressen. Warum bis zum Drainfix? Würde ich dieses Vlies tiefer geben, gibt es die Bewehrung nicht zum Glasvlies, somit könnte der Riss tiefer auftreten. Und fertig. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Kantenschutz schnell. Das Ablängen oder das Zuschneiden von der Kante ist ganz einfach. Links, rechts eingeschnitten, kurz wippen, fertig. Ein Fehler, das Tackern. Es wird sehr oft mit Klammern befestigt. Warum ist es falsch? Ich habe hinter der Kante kein Material. Somit, wenn ich eine Verletzung, einen Schlag bekomme, ist es einfach hinten hohl und somit wird die Kante eine größere Beule bekommen. Ganz einfach. Darum ist wichtig, das richtige Einbetten der Kante. Man nimmt das Material und legt es an der Kante satt auf.
Ein erster Arbeitsschritt gemacht. Und jetzt drücke ich die Kante des Materials, richte es mir ein. Jetzt sieht man, ich habe die direkte Hinterfüllung. Nächster Schritt. Einfach links und rechts zuspachteln. Fertig. Und jetzt gibt es noch einen Schmäh, einen Trick. Man kann das mit Glasvlies verstärken. Nochmal drüber. Nächste Seite. Und fertig. So, nach Trocknung der ersten Lage bandagieren wir jetzt die Querfuge mit Glasvlies. Wir geben wieder frisches Material, legen wiederum den Glasvlies in der Oberfläche ein. Presst den Glasvlies in den Karton. Die zweite Lage der Querfuge ist fertig. Das bezeichnen wir als Qualitätsstufe 1. So, wir haben die Fläche gestern verspachtelt und ist heute trocken. Vor dem nächsten Spachtelgang müssen wir teilweise die Gerade entfernen. Somit ist die Fläche gereinigt und wir können den nächsten Spachtelgang zuerst die Querfugen. Wenn die Querfuge fest ist, hart ist, können wir die Längsfugen machen. Wenn ich die Querfuge mache und dann gleichzeitig die Längsfuge, dann bekomme ich immer eine Verletzung in die Querfuge rein. Und wenn es hart ist, kann ich ganz normal verspachteln. So, wir beginnen an der rechten Seite und ziehen einmal über die Fuge. Unterhalb, so wie oben. Wichtig dabei, man muss es sehr weit ausziehen, um den Übergang perfekt hinzubekommen. Wiederum über die Fuge, unteren Bereich und oberen Bereich. Somit ist jetzt hier bei den Querfugen die dritte Lage die wichtigste. Hier mache ich die Kosmetik für die Platte, dass man später den Übergang nicht sieht. Der nächste Schritt ist Schrauben. Die machen wir jetzt wieder mit.
Wir beginnen jetzt mit der Ecken. Hier ist wichtig, auch weit auszuziehen. Hier wichtig, dass es an die Platte genau angeglichen wird. Somit auch die erste Seite der Kante fertig. Nachdem wir jetzt 2 Stunden circa gewartet haben, ist diese Querfuge hart und wir können die Längsfuge in den zweiten Spachtelgang beginnen. Wir beginnen wieder in der Mitte. Auf der rechten Seite. Zum Schluss noch einmal Mitte, fertig. Wieder in der Mitte. Links. Somit ist der Übergang, die Kosmetik der Platte gemacht. Wir beginnen die obere Seite. Den Anschluss zur Decke spachteln wir jetzt mit. Somit ist der Längsfuge, der zweite Spachtelgang fertig. Jetzt warten wir 1,5 Stunden circa, je nach Trocknung, dann können wir finishen. Die Fläche ist super angetrocknet, jetzt kommt der letzte Arbeitsgang, das Finishen. Finishen ist an und für sich nur eine dünne Lage, macht mir die kleinen Poren zu, auch den Übergang zur Platte. So, wir beginnen hier an der linken Seite, tragen das Material recht dünn an und verpressen es. Und achten auf den Übergang zur Platte. Vielleicht einen wichtigen Tipp, immer in die fertige Fläche arbeiten.
ziehe immer zur fertigen Fläche. Fertig. Wir sind fertig mit der Spachtelung. Als nächster Schritt wäre das Schleifen, wenn irgendeine Unebenheiten entstanden sind beim Spachteln. Ganz einfach, ganz leicht den Handschleifer leicht über die Fläche rutschen. Wir schleifen jetzt keinen Millimeter ab, sondern wirklich nur den Spachtelgrad oder kleine Unebenheiten. Nach circa einem Tag Trocknung sollte grundiert werden. Dazu nimmt man Knauf, Tiefengrund unverdünnt. Tiefengrund dient zum Ausgleich des Saugverhaltens an den Untergrund, damit Gips und Karton gleichzeitig saugt. Wir streichen den Tiefengrund mit einem Kurzhaarroller, um zu vermeiden, dass zu viel Tiefengrund an die Wand kommt. Das ist die letzte Arbeit, die der Trockenbauer zu machen hat. Die Malerarbeiten machst du selbst oder ein Maler. Wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, meldet euch beim Knauf Kundenservice. Die Kontaktinfos dazu findet ihr in der Beschreibung. Von mir gibt es noch ein Video, wie ich Risse und Fugen auf der Trockenbauwand ausbessere. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und den Kanal abonnieren.